Heute nehmen wir euch mit auf eine mehrtägige Lost Place Tour, bei der die Anwohner diesmal besonders aufmerksam sind. Beim Betreten eines verlassenen Hochhauses werden wir gesehen. Erst hören wir Stimmen, dann fährt plötzlich ein Auto vor. Werden wir hier erwischt, begleite uns jetzt auf dieser aufregenden Tour. Einen wunderschönen guten Tag zusammen, ihr Lieben. Es ist sehr, sehr frostig. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg zur ersten Location des Tages. Also, let's go. Also wir befinden uns gerade quasi mitten im Wald, laufen gerade bergauf, obwohl die Location eigentlich unterhalb ist. Also eigentlich so ein bisschen im Tal gelegen, kann man sagen. Das Schwierige ist einfach nur, dass man durch ein Wohngebiet laufen müsste, um dahin zu kommen. Und ja, man weiß ja selber, wie es ist, ne? Die Nachbarn sind immer sehr, sehr aufmerksam, deswegen haben wir uns einfach dazu entschieden, hier auf diesem Wanderparkplatz zu parken und von da aus einfach ein Stückchen zu laufen und gleich irgendwie zu gucken, ob wir da mal runterkommen. Also ich meine, runter geht's ja immer, ne? Aber irgendwie wird es gerade schon sehr steil, ne? Das wird auch nichts mit deinem Wanderweg. Ja, wir gucken mal, ne? Wahrscheinlich kann man es auf der Kamera wieder nicht erkennen, aber es geht einfach nur bergauf. So Leute, die erste Location ist im Kasten und ja, jetzt ist ja alles safe sozusagen. Heißt, wir nehmen jetzt auch den einfachen Weg nach unten. Haben gerade noch jemand anders getroffen. Es waren irgendwie zwei Teile von dem Lost Place. Der Typ war halt in dem einen Teil, wir in dem anderen. Ich glaube, wir hätten einen Herzinfarkt bekommen, wenn wir uns da drin irgendwie begegnet wären oder so. Aber so haben wir uns halt draußen getroffen. Er hatte den einen Teil gemacht, wir den anderen und dann umgekehrt halt. Ja. So ist das eben, ne? Man trifft immer wieder andere Leute. Aber ja, solange die nett und freundlich sind, ist auch alles gut, ne? Unser nächstes Ziel war ein verlassenes Hochhaus, das vor etwa 4 Jahren nach einem Brand zwangsgeräumt wurde. Viele Wohnungen wurden beim Auszug der Bewohner nicht vollständig geräumt. Seitdem ist das Gebäude ein Lost Place, den wir uns heute anschauen wollen. Ja, der guckt schon. Der guckt schon. Der steht schon da und guckt mit so einer Schaufel in der Hand. Jetzt bleibt er da stehen und guckt immer noch. Jetzt rufen wir erstmal die Polizei. Wenn wir gleich Besuch bekommen, weißt du Bescheid. Hey, 2 Minuten früher, ne? Oder 2 Minuten später. Er läuft auf jeden Fall andauernd hin und her. Scheiße. Ja, hier vor uns sieht man auf jeden Fall, dass es hier ordentlich gebrannt hat. Hier ist alles richtig nass und hier tropft es auch überall. Sieht schon sehr, sehr spooky aus. Ach du Scheiße, wenn du mal hier hochguckst. Boah. Ja, ich würde sagen, ganz komplett gebrannt. Ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, das hat auf jeden Fall mehrmals hier gebrannt. Ich glaube 4-mal oder so. Hier sieht man auf jeden Fall die ganzen Briefkästen noch. Und hier in dem Bereich sieht es eigentlich noch sehr, sehr gut aus. Was war das hier gewesen? Eine Wohnung? War hier schon eine Wohnung? Ich weiß es nicht, ne? Das ist noch. Schaut euch das mal an. Hier ist noch Einrichtung drin. Ein richtiger Wohnzimmerschrank. Ein richtig schöner Laminatboden hier. Ich finde die Fliesen hier auch eigentlich ganz schön, ne? Hier im Flur. Ja, aber ist das jetzt echt schon eine Wohnung? Ja, weiß ich nicht. Also ich hätte im ersten Moment vielleicht gedacht, dass es vielleicht so eine behindertengerechte Wohnung ist. Aber da sind ja Treppen. Ich glaube, der Aufzug, der fängt jetzt erst hier auf der rechten Seite gerade an. Ja. Weil guck mal, die Tür, die ist ja so super breit hier, ne? Mhm. Ich weiß nicht, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Da ist ja auch eine Wohnung eigentlich. Da vorne. Und hier links ja auch. Da ist der Aufzug, wie man sieht. Ich check's nicht. Wir gucken erstmal uns hier um. Ich wollte sagen, wir gucken mal weiter. Auch schöne Türen hier gehabt. Da war das Badezimmer. Wow, guck mal. Eine Eckbadewanne. Sehr, sehr schön. Guckt euch das mal an, ey. Noch einen richtig guten Zustand. Natürlich so ein bisschen Vandalismus schon am Start, wie man sieht. Aber ist echt richtig, richtig schick.
Modern vor allen Dingen, ne? Sehr, sehr schön. Hat was, ne? Hätte ich gar nicht so erwartet von außen. Ne, ich auch nicht. Ja, aber das ist ja total groß. Das ist ja total groß hier, ne? Aber das muss hier eine Wohnung gewesen sein. Guck mal, hier ist Ja, so na eine klar. Hier ist ja auch die Küche. sehr, sehr schöne Wohnung. Ja gut, Küche ist ein bisschen älter, finde ich, ne? Von dem, wie das so aussieht. Was ist ja die Einrichtung von den Bewohnern? Ja. Aber so an sich die Wohnung, die war schon sehr modern. Aber hier ist das vorher gar nicht gewesen, in dem Bereich, ne? Ne. Hier Schlafzimmer oder Kinderzimmer vermutlich. Ja, denke Schön ich, mit ne? diesen, Mal Licht aber weg. Schön mit diesen Sternen oben am Himmel. Am Himmel? An der Decke. Sternenhimmel. Und überall hier so komisch angestrichen, ne? Aber auch ganz schön schief. Ja gut, ich denke, das ist einfach halt so. Sollte nicht so symmetrisch und gleich sein. Hier vorne habe ich das nämlich. Ab in der Bitze. Hier habe ich es mir auch gerade schon so Wer gesehen. macht sich denn sowas? Also will ich jeden Tag würde ich so irgendwie so einen Kollaps kriegen. Ja. Oh, hier war das Kinderzimmer. Nee, hier war doch das Wohnzimmer, ne? Hier war das Wohnzimmer, ja. Guck mal, hier steht echt noch schön. So ein Autobett. Also hier Wirklich war auf jeden sehr, Fall sehr das Wohnzimmer. Das Bett stand bestimmt in einem anderen Raum dann gerade. Hier ist noch so eine Seite von so einem Freundschaftsbuch, aber ist nicht beschrieben worden. Schöne Fensterfront, Blick in den Garten. Gefällt mir auch die Wohnung. Ja. Also es ist richtig, richtig schön geräumt. Echt nicht gedacht von außen, ehrlich nicht. Hier natürlich auch alles zerwemst worden, wie man sieht. Und dann halt hier der Blick nach... Ach, guck mal. Ach, Anja. Was denn? Hier können wir auch rausgehen. Ja, habe ich gerade schon gedacht. Da ist direkt ja der Gang. Ja, und da ist auch Garten. dieser Trampelpfad, glaube ich, ne? Ja, Den wir gesehen genau. hatten. Hier ist einfach alles offen. Hier ist noch ein Raum gewesen. Ich finde, das sieht eher aus wie so ein Esszimmer oder so mit dem Schrank hier. Ja, Aber das ist so hier so ein Kleiderschrank, so ein alter. sieht für mich halt auch sehr, sehr alt aus. Schaut euch mal den Boden an. Ne, das sieht so richtig aus wie von alten Leuten. Findest du nicht? Aber hier war bestimmt das Schlafzimmer. Guck mal, hier ist eine Handyhülle. Ich dachte erst gerade, hier liegt ein Handy. Lag jetzt gerade so verdeckt, aber ist nur eine Handyhülle. die Das wäre es ja noch liegt. gewesen, ne? Aber warum hat man denn die ganzen Möbel zurückgelassen? Ich verstehe das gar nicht. Jetzt musste ja geräumt werden. Ja, aber nimmt man da nicht seine Möbel mit? Würdest du solche Möbel mitnehmen? Wenn du eventuell neue bekommst, keine Ahnung. Vielleicht haben sie neue bezahlt bekommen. Der Flur sieht aus wie aus einem Horrorfilm. Aber Ohne ehrlich. Witz. Hattest du das eigentlich gerade gesehen? Hier, guck mal, das Auto. Ja, gerade dran vorbeigelaufen, ne? Spielzeugauto. Boah, guck mal, wie gruselig das aussieht. Da hinten dieser Hochstuhl. Ultra unheimlich. So Leute, ich habe jetzt auch mal meine Taschenlampe rausgeholt. Es ist einfach hier richtig, richtig duster. Hier ist vor uns so ein Trimm-Dich-Fahrrad. Und wir stehen jetzt einfach in der nächsten Wohnung, wie man sieht. Aber auch sehr, sehr schön hier mit der Treppenstufe, ne? Ja. Meine Güte, ne, ist es hier dunkel. Ja. Hier wird es auch nicht so viel besser. Aber groß die Mein Gott, Wohnung. was ist hier ne? gebrannt. Richtig, richtig groß die Wohnung. Guck mal. Hier steht auch die Küche noch komplett drin. Es ist alles noch drin. Ja. Das ganze Geschirr ist noch da, oben in den Schränken. Gehen zwei Opa. So laut. Nee, das sind die anderen. Da muss noch irgendwer anders, glaube ich, sein. Ich kann es aber nicht sehen von hier aus. Nee, das sind doch die beiden, oder? Mein Gott, ist das laut. Ja, oder? Ja, ich weiß auch Wenn nicht. das Fenster offen Das ist. Fenster ist zu. Ja, aber hier, das ist echt wirklich krass, ne? Dass einfach alles hier noch in den Schränken drin ist. Die haben einfach nichts mitgenommen. Aber es ist irgendwie unlogisch, weil das ist alles hier noch mit der Spülmaschine und alles. Und im Umkehrschluss ist aber hier, guck mal hier, wo wir jetzt stehen, nichts mehr. Ja, Irgendwie eigenartig, oder? ich verstehe es auch nicht. Also, es musste ja geräumt werden. Heißt, es durfte keiner mehr hier rein. Ich weiß nicht, ob die zu einer bestimmten Zeit hier rein durften, um die wichtigsten Sachen zu holen. Vielleicht war es für die auch das Wichtigste, einen Tisch zu holen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder er wurde einfach nachträglich von irgendwelchen Plünderern geholt. Das kann auch sein, ja.
Guck mal, hier liegt noch so eine Matratze. Das ist von so einer Couch, glaube ich, ne? Oder? Ja, wie so eine Schlafcouch, ne? Die hier mitten im Flur steht. Boah, ist das ist komplett eingestürzt hier. Heftig, ey. Guck mal. Oh jo. Oh jo. Das sieht echt nicht gut aus. Ne, das ist richtig, guck mal, das ist alles Metall. Und das ist alles richtig verformt. Ja, ist da weißt du, wie heiß das hier drin war. Ja. Mal hier auch wieder Schlafzimmer oder Kinderzimmer. Vermutlich eher Kinderzimmer. Da unten liegen noch so ein paar Kuscheltiere. Guck mal, hier sind noch Sachen, die sind nicht verbrannt oder verkohlt. Da sind auch Zeugnisse, aber ich traue mich gar nicht hier richtig reinzulaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht hier alles so eigenartig aus. Also schon sehr, sehr gefährlich. Wo siehst du denn Zeugnis? Geradeaus. Guck mal, hier ist das Badezimmer. Hier ist auch eine richtig schöne Eckbadewanne. Alles komplett verrußt. Ey, eigentlich eine richtig, richtig schöne Wohnung. Jetzt erklär mir mal bitte diesen Raum hier. Ach Gottchen, wie viele Betten sind denn hier drin? Ich glaube 5. 4 plus das hier 5. 5 Betten. Verstehst du das? das? Ein Schlaflager, ne? Ja, aber verstehst du das? Ne, verstehe ich nicht. Keine Ahnung, ob die alle Betten hier reingeschoben haben. Vielleicht konnten die irgendwie nur noch in einem Raum leben. Also das verstehe ich jetzt irgendwie auch nicht. Macht ja irgendwie wenig Sinn, oder? Guck mal hier runter, da kannst du direkt bis in den Keller unten reinglotzen. Was ist das für ein Geräusch? Es hört sich an, als wenn da hier die ganze Scheiße einkrachte. Witz. Ja. Der Opa läuft da schon wieder lang. Ich raste gleich aus, ey. Der sieht mich ja, wenn ich jetzt hier lang gehe. Ja. Der ist noch komplett eingerichtet da hinten. Ist doch ein Rauchmelder auf einmal, ne? Ja, ein Rauchmelder piept. Woher kommt das denn auf einmal? Keine Ahnung. Pass auf, da kommt gerade ein Auto, schnell. Guck mal, wie es hier aussieht. Der ganze Aufzug, ne? Ist wie geschmolzen. Naja. Guck dir das mal an. Boah, hier ist jetzt wieder irgendwie gar nichts. Ja, das ist ja wieder der Teil, der nicht gebrannt hat. Guck dir das mal an. Hier sind aber alle Sachen noch da. Ja, aber hier ist echt alles noch da, ne? Yep. War hier mal die Küche, oder? Warum sieht das hier so aus? Boah. Aber das sieht nicht aus wie alles ist da, sondern eher wie der Müll ist zurückgelassen worden, finde ich. Hier liegen noch die Medikamente. Ja, oder es sieht eher aus wie der ganze Müll ist noch hier. Da ist nicht nur Müll. Sehr kurios alles, Ja. oder? Staubsauger, hier liegen noch Matratzen. Aber wir müssen aufpassen, hier ist das Fenster offen. Ja. Ich habe hinten schon gesehen, dass viel offen ist. Der Schrank. Als wenn sich hier vielleicht jemand eingenistet hätte mit denen. Oder? Wahrscheinlich vor dem Brand, ne? Hoffen wir mal. Boah, ist kalt hier drin. Hier ist die Küche. Die Küche ist nicht mehr da. Die Küche ist komplett weg. Ach Gottchen. Hier haben sie offenbar die Möbel teilweise in irgendwelche Räume geschoben, ne? Weil hier ist ja das Badezimmer. Die haben sie aber richtig genutzt, die Küche hier, ne? Ja. Die ist aber richtig groß. Hast du eigentlich auch das Gefühl, dass der Boden irgendwie nach links geht? Ja. Boah, ich habe das Gefühl, ich stehe total schief. Ist einfach auch noch die Couch da. Diese Wohnung hier ist noch komplett eingerichtet. Und der ist graus jetzt hier. Komm, der ist richtig schlecht hier drin. Komm. So, Leute, ich will auf jeden Fall jetzt hier raus. Habe ich gerade an mir auch gesagt. Oh, jetzt kommt der mit seinem Bollerwagen. Bollerwagen King. Das ist hier so ganz Wo ist der denn jetzt? komisch. Ja, läuft Der geht da nach rechts. Von links nach rechts.
Steht da ja irgendwelche Möbel da durch die Gegend und voll irgendwie langsam. Lasst ihr euch Zeit. La la la. Vor allem, wo schiebt er die denn hin? Keine Ahnung, komm. Also ich glaube, die Wohnung wurde auch verschont vom Brand. Jo. Was das für ein Unterschied ist, ne? Jetzt so von dem Licht, ne? Ja. Hier reicht deine Taschenlampe gerade, Ja. hat man mit beiden Taschenlampen fast gar nichts erkennen War können. Ne? komplett dunkel, ja. Guckt euch das an, hier auch schöne Eckbadewanne. Richtig, richtig schönes Badezimmer. Aber Gefällt oben mir. schön der Schimmel, ne? Ja, das wird alles von dem Löschwasser Ja. sein, ne? Ja. Da hinten gehen die beiden Opas wieder. Richtig schön. Wie unterschiedlich das ist, ne? Dass jetzt hier gar nichts ist, ne? Im Endeffekt, ne? Riecht hier auch eher so ein bisschen so, als... Der eine Opa hat jetzt gerade richtig reingeglotzt hier. Ja? Ja. aber kann man noch nicht sehen, oder? Ich weiß nicht, ob der mich gesehen hat. Siehst du ihn? Ja, wir gehen ganz normal weiter. Die gehen weiter, ja. Ja. Warte mal, jetzt bleiben sie stehen. Jetzt gehen sie woanders hin. Schwierig gerade. Ich glaube, die gehen jetzt gerade hier diesen Weg entlang, hinter das Haus. Ach du Scheiße. Yep. Nicht, dass sie jetzt hier reinkommen wollen. Schönes Wohnzimmer, ey. Lass mal lieber hier weggehen. Die würden auch gar nicht rauskommen jetzt, ne? Jo, stimmt. Haben wir zugemacht. Krass. Ey, guck mal, die hatten sogar elektrische Rollläden, ne? Ja, ist echt ein sehr, sehr modernes Haus. Das wurde bestimmt irgendwann modernisiert. 100%. Lass mal hier warten nehmen. Aber hier ist auch einfach viel zu viel los, ne? Sehr, sehr viel Trubel draußen, Leute. Aber die sind hier hinten in den Hinterhof gegangen. Oder Richtung Hinterhof. Da, man hört die doch. Ich weiß aber nicht, wo die sind. Vielleicht sollten wir doch, wenn die vorne sind, hinten rausgehen. Weil hinterher ruft der eine da oder sagt denen Bescheid und die rufen noch die Polizei oder so. Ja, ja. Da steht ein Auto jetzt gerade vor uns. Dann ging alles ganz schnell. Ich schaltete die Kamera aus, steckte sie in Anjas Rucksack und wir rannten durch die offene Tür der anderen Wohnung nach draußen. So Leute, guten Morgen von unserem Wohnmobilstellplatz. Wie man sieht, hat es heute Nacht auf jeden Fall so ein bisschen leicht geschneit. Ich muss jetzt mal hier den Stromanschluss anschließen, denn wir müssen unsere Jackery Power Station auf jeden Fall jetzt noch aufladen. Die nutzen wir ja aktuell so für Laptop und so. Ansonsten haben wir ja alles schon mit dem Strom im Auto. So, das funktioniert wohl irgendwie mit 50 Cent. Die habe ich auf jeden Fall schon mal. Da muss man einfach hier den Stecker anwählen. Also erstmal das Kabel anschließen, dann die Nummer drücken und dann das Geld einschmeißen. Okay, ich mache auch jetzt genau die Reihenfolge. Ich werde nämlich mal erst Geld, dann Stecker und dann ging das nämlich nicht. Also erst den Stecker rein. Stecken wir mal den Stecker da rein. Oh, geht natürlich super gut mit einer Hand, ne? Oh, so. Leider vergessen, die lange Kabeltrommel mitzunehmen, aber wir müssen ja eh nur die Power Station aufladen. So, jetzt auf jeden Fall erst die Säule drücken. Okay, ich möchte gerne Nummer 4 haben. Nummer 4, Geld einwerfen. Bumm, 50 Cent. Okay, super. Naja, ich denke, Power Station muss ich nach draußen stellen, weil ja, das Kabel ist ja extrem kurz. Aber es regnet ja zum Glück nicht. So. Bei 71% war die Power Station noch und jetzt wird erstmal aufgeladen. Da kann man mal sehen, wie schnell das geht, ne? 0,8 Stunden, dann ist das Ding wieder aufgeladen. Wirklich echt eine richtig, richtig gute Power Station. So, dann lassen wir jetzt mal hier so stehen. Und dann gehe ich mal jetzt wieder rein ins Auto und dann wird erstmal lecker gefrühstückt.
So Leute, wir haben uns gerade den Gerichtssaal von den Nürnberger Prozessen angeguckt. War wirklich super, super interessant. Mega, ehrlich. Sehr, sehr spannend. Also lohnt sich wirklich, wenn ihr mal hier hin wollt, kostet nur 7,50 € Eintritt und ist super spannend. Wir hatten dann gerade noch so eine Zeitreise, Erlebnisreise gehabt, so virtuell. Haben sie das alles immer so verdeutlicht und visualisiert. Auch also richtig gut gemacht mit so einer Leinwand im Prinzip, die aber so durchsichtig war. Also man konnte halt immer noch in diesen Gerichtssaal gucken. Richtig, richtig gut gemacht, ehrlich gesagt. Ja. Wirklich so ein bisschen so, als ob man wirklich dabei gewesen wäre oder so, ne? Ja. Plant einfach mal so 1,5 Stunden, 2 Stunden ein oder guckt euch das mal an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, wir hatten davor uns gerade noch eine Location angeguckt. Die war noch ein bisschen außerhalb von Nürnberg, aber die war leider nichts gewesen. Also wie gesagt, hier sieht man ja schon, dass die Fenster kaputt gemacht worden sind und auch wieder zugemacht worden sind. Und hier ist das besagte Fenster, was auch aber komplett aufgeht. Das war gerade nicht so. Ging immer nur so ein ganz kleinen Minispalt auf. Jetzt hier bam zu. Das ist richtig unheimlich. Scheiße. Ganz schlechtes Gefühl, ey. Das ist richtig, richtig spooky, ey. Ja, aber hier wohnt ja auf jeden Fall keiner. Trotzdem ist es unheimlich. Ja, es ist mega unheimlich. Das ist auch nicht ein komisches Gefühl. Vielleicht müssen wir einfach hier so einen Stein reindrücken oder so. Vielleicht öffnet sich dann das ganze Portal hier. Hm? Das sieht doch echt danach aus. Guck doch mal. Sollen wir noch mal rumlaufen? Aha. Okay, let's go. So, müssen wir ganz kurz ausharren, weil hier gerade so eine Joggerin vorbeiläuft. Und ich habe vor Schreck wieder, ich sag so, boah, da kommt jemand so, ne? Und auch vor Schreck. Liegt da hinten eine? Hä? Links neben dem Baum, leider. Ja. Ey, weißt du, wo das ist? Das ist das Haus. Wir hatten gerade gesehen, dass noch ein anderes verlassenes Haus direkt nebenan ist. Und da gehen die jetzt gerade hin. Wer geht da hin? Hier. Die eine Person in der dunklen Jacke. Nicht, dass du doch eine Kamera da ausgelöst hast? Keine Ahnung. Das ist schon ein komischer Zufall, oder? Das ist jetzt gerade echt komisch. Also es ist quasi wirklich direkt nebenan, ich sag mal so 50 Meter oder so, würde ich sagen. Wenn überhaupt. Und das Gelände ist auf jeden Fall auch verlassen. Da stand aber dran, Video überwacht. Ist aber auch ein älteres Schild gewesen. Ich bin jetzt auch nur ein ganz kleines Stückchen zu dem, also den Weg entlang gelaufen. Aber offenbar hat das schon gereicht. Krass, ne? Ja. Kann man nur hoffen, dass jetzt hier nicht auch noch jemand hinkommt. Oh, jetzt sollen wir erstmal nach vorne gehen. Dass der uns nicht sieht. Wir sind ja dunkel. Ah, nee, nur kurz warten, 2 Leute kommen. Also 2 Spaziergänger auf mich. Jetzt ist die Frage, was wir heute so machen, weil eigentlich haben wir heute so einen toten Tag von den Locations. Das Problem ist, wir haben morgen noch einen Termin hier und dementsprechend können wir jetzt nicht noch irgendwo anders hinfahren. Alle anderen Locations sind halt weiter weg, deutlich weiter weg. Ja. Und deswegen macht es eigentlich wenig Sinn, da in die Richtung zu fahren. Ne? Und dann morgen wieder zurückzufahren, das macht wenig Sinn. Keinen Sinn. Ja, jetzt könnten wir natürlich auch schon Mittagessen gehen. Unseren Stellplatz für die Nacht haben wir auf jeden Fall auch schon. Da werden wir nämlich dahin fahren, wo wir nämlich letztes Jahr schon mal waren. Ja. In Forchheim, ne? Ist dann nämlich ein super Stellplatz, wo man auch duschen gehen kann und so. Da werden wir auf jeden Fall heute Abend hinfahren. Ja, jetzt hat nur die Frage, was machen wir heute noch so ein bisschen, ne? Gucken wir, ne? Müssen wir mal gucken, ne? Lass dich mal überraschen, was wir noch so machen. An diesem Tag erledigten wir nur noch einige Besorgungen und arbeiteten anschließend an den Laptops. Am nächsten Morgen besuchten wir nach unserem Termin dann direkt den nächsten Lost Place. So Leute, angekommen beim nächsten Lost Place, den wir mal abchecken müssen. Hier ist echt ein super geiler Ausblick, also richtig, richtig schöne Lage. Aus der Straße, wo sich der Lost Place befindet, wo sich auch nur dieser Lost Place befindet, kam jetzt gerade so ein Sprinter raus. Schon ein bisschen eigenartig, ne? Ich bin mal gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Anja sitzt in Bärbel und ich gehe mal gucken mit euch zusammen. Also auf geht's. Also ich finde, sie sieht schon ziemlich verlassen aus, oder? Richtig, richtig großes Gebäude. Wow. Hier sieht man auch die Reifenspuren, ne?
von dem Fahrzeug. Ist auf jeden Fall von da oben runtergefahren gerade. Aber was hat er hier gemacht, ne? Das ist die große Frage. Sieht alles schon sehr verlassen aus, ne? Von Weitem sieht es sehr gut aus. Aber wenn man jetzt mal genauer hinschaut, sieht es auf jeden Fall verlassen aus. Da oben auch alles zugebrettert worden. Aber die Garagentore sind alle offen. Na, hier haben sie auf jeden Fall die Fenster zugemacht. Das sieht sogar noch relativ neu aus, finde ich. Richtig, richtig neu aus. Als ob der vorhin... Haben wir jetzt gerade echt denjenigen verpasst, der hier alles zugemacht hat? Schaut euch das mal an. Das sieht richtig, richtig neu zugemacht aus. Hier haben sie auch von innen Bretter davor gemacht. Und hier auch sehr gut alles zugemacht, ne? Da oben. Alles gut zu. Und hier ist was offen. Da geht's nicht weiter. Nee, da geht's nicht weiter. Das ist nur eine Heizung. Aber ihr seht ja hier, alles richtig gut zugemacht, ne? Von innen alles zu. Hab ich so auch noch nie gesehen. Es ist wirklich so, selbst wenn jetzt ein Fenster offen wäre, wie da drüben, da ist ein Fenster offen, das sieht man. Aber selbst mit diesem offenen Fenster kommt man einfach nicht weiter, weil da halt einfach alles zu ist. Überall, egal wo du reinguckst, man sieht's überall, sind Bretter von innen oder von außen. Aber vielleicht war es mal offen gewesen, weil hier irgendwie vereinzelt, seht ihr das hier? Da haben sie offenbar Fernseher rausgeschmissen, Feuerlöscher rausgeschmissen und Stühle. Vielleicht war es mal offen gewesen. An dieser Stelle endet unsere kurze Lost Place Tour. Doch während du dieses Video siehst, sind wir bereits wieder mit unserem Campervan auf dem Weg zur nächsten Erkundung. Schau gerne auf Instagram vorbei, um unsere Touren in den Stories mitzuverfolgen. Lass für den Algorithmus ein Like und einen Kommentar da. Und wir sehen uns am Dienstag mit einem neuen Video wieder.